Marek Solotkowski, ein Mann mit Händen, die die Sprache der Pferde verstanden, züchtete seit 10 Jahren diese edlen Tiere. Sein Hof, eingebettet in die grüne Weite Polens, war sein Königreich, seine Pferde, seine Familie. Doch was sich in den letzten Tagen ereignete, war selbst für den erfahrenen Züchter eine unvorstellbare Tragödie. Es war ein kalter Morgen, als Marek zum Stall ging. Die Luft war erfüllt vom Geruch von Heu und dem leisen Schnauben der Pferde. Doch als er die Tür zur Box von Freiheit öffnete, stockte ihm der Atem. Sein geliebtes Pferd, eine stolze Stute mit einem Schopf wie glühendes Gold, stand nicht auf dem Strohboden, sondern war tief unten in der alten Autogrube verschwunden. Marek spürte, wie Panik durch seine Adern schoss. Die Grube, vor Jahren genutzt für Autoreparaturen, war mit einem schwachen Holzdeckel abgedeckt, der unter dem Gewicht von Freiheit nachgegeben hatte. Die Stute, gefangen in der Dunkelheit, versuchte verzweifelt, sich auf ihre Beine zu stellen, doch der enge Raum ließ ihr keine Chance. Sofort begann Marek zu handeln. Er schmiss Heu in die Grube, in der Hoffnung, dass sich Freiheit darauf abstützen und nach oben klettern könnte. Doch der Plan scheiterte. Die Stute war zu erschöpft, ihre Augen voller Angst. Marek wusste, dass er Hilfe brauchte. Er rief die Feuerwehr und innerhalb kürzester Zeit waren die Sirenen zu hören. Die Nachbarn eilten ebenfalls herbei, alle wollten helfen. Die Menschen versuchten mit Seilen und Holzplatten eine Rampe zu bauen, aber Freiheit rutschte immer wieder zurück. Die Stunden vergingen, die Sonne tauchte hinter den Bäumen und die Hoffnung schwand. Marek kniete am Rande der Grube, sprach beruhigend mit Freiheit, streichelte ihren weichen Nacken und flüsterte: „Du musst stark sein, Freiheit. Alles wird gut. Wir helfen dir." Die Stute lag nun bewegungslos am Boden, ihre Augen schienen leer. Die Menschen um sie herum gaben die Hoffnung auf. Nur Marek hielt unerschütterlich an Freiheit fest, flüsterte ihr Worte der Ermutigung und versuchte, ihr den Mut zu geben, weiterzukämpfen. Doch dann, wie ein Wunder, erhob sich Freiheit. Die Kräfte, die sie im Inneren aufsparte, schienen sich zu verdoppeln. Sie stützte sich auf ihre Hinterbeine, dann auf die Vorderbeine, und mit aller Kraft zog sie sich aus der Grube. Ein Raunen ging durch die Menge, die ergriffen zusah, wie Freiheit, erschöpft, aber frei, aus der Falle kletterte. Marek stürzte zu ihr, umarmte sie und küsste ihre Stirn. In diesem Moment hatte sich nicht nur die Hoffnung, sondern auch die unzerbrechliche Liebe zwischen Mensch und Tier gezeigt. Freiheit hatte überlebt, und Marek wusste, dass dieses Erlebnis ihre Bindung für immer stärken würde.